was bisher geschah. Die Sonne geht da hinten gleich über dem Meer unter und da hinten ist der Lac, der See. Yay! Das war ein bisschen traurig anzusehen, deshalb habe ich da jetzt ein bisschen aufgeräumt, habe 5 blaue Müllsäcke voll gemacht. Jetzt ist besser, ne? Aber kalt. Ich würde sagen, dass man pro Liter irgendwie eine Minute drunter steht, wenn man auf volle Pulle stellt. Wir haben gerade hier so einen kostenlosen Wohnmobilstellplatz gefunden. Jetzt merke ich, meine blaue Fließjacke ist weg. Hier sind überall Bäume. Das ist Kacke. Der Ausblick ist echt schön da. Da vorne ist Saint-Jean-de-Luz, da waren wir gerade, sind ein bisschen durchgefahren, konnten leider nicht viel filmen, weil das war echt viel Verkehr und es war Markt und alle liefen da rum und kreuz und quer und dann kam auch noch die Feuerwehr vorbei, als Ann-Kathrin im Supermarkt war, weil da drüber irgendwie ein Notfall war. Ja, großer Trubel hier. Wir haben jetzt noch 15 Kilometer bis nach Spanien. Wir sind hier übrigens im Baskenland, das erstreckt sich ein wenig auch über Frankreich und größtenteils über Spanien. Deshalb sieht das hier wahrscheinlich so anders aus von der Architektur her und so von den Baustilen. Gott, ist das anstrengend hier. Das ist so hügelig im Baskenland. Also seitdem wir hier im Baskenland sind, so hügelig. Vorher war das so angenehm, aber auch ein bisschen langweilig, die letzten Kilometer. Und jetzt spannend, aber auch sehr anstrengend. Ja, wir haben noch knapp 9 Kilometer bis nach Spanien. Ich denke, das sollten wir in 2 Stunden schaffen. Mal gucken. Was heute mit deiner Handyhalterung passiert? Ich habe schon wieder so ein Ding rausgerissen irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie bin ich nicht so happy mit dem Ding. Hier ist das Ding. Sie hat jetzt nur noch unten rechts und oben links die Halterung. Die anderen beiden sind abgebrochen. Wir sind Spanien sehr, 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 sehr nah. Da hinten seht ihr Hondarribia. Da ist schon Spanien. Wow. Iberia. Drüben in Hondarribia ist ein kleiner Flughafen und das sieht so klein aus, aber da landen so große Vögel. Also das müssen wir uns gleich mal genauer angucken. Und der fängt irgendwo da hinten an und geht bis da vorne zum Meer. Warte, da. Genau, da ist das Terminal. Da steht San Sebastián Donostia dran. Die letzten Meter in Frankreich. Ahora estamos en España. Wir sind jetzt in Spanien! Yeah! Yeah! So, jetzt sind wir nicht mal auf dem Velodicé, sondern ich glaube, das müsste schon der Camino del Norte sein. Wir haben eben irgendwas gelesen von Eurovelo 5, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir waren jetzt bei BM einkaufen.
das ist unser erster spanischer Supermarkt und wir haben Müllsäcke gekauft. Ich glaube, ich habe die falschen gekauft, also die teuren. Die haben irgendwas mit 5 Euro noch was gekostet. Das ist die Maxi Rollo. Naja, Ann-Kathrin war eben auch einkaufen davor, hat lecker Sachen gekauft und teilweise meint sie, dass die Sachen hier viel günstiger waren als in Frankreich, ne? Ja. Ist das so? Ja, die Dosen auf jeden Fall, die einzelnen sind viel... Getränkedosen sind viel, viel günstiger als in Frankreich. In Frankreich hast du das 3- oder 4-fache bezahlt. So, eigentlich hat Komoot gesagt, ja, heute geht es noch 450 Meter über den Meeresspiegel hinauf, aber ich dachte mir dann irgendwann so, kann man das nicht irgendwie umgehen? Und ja, man kann es umgehen. Und zwar fahren wir jetzt nicht hinterm Berg in der Nähe vom Atlantik lang, sondern ja, vorm Berg quasi auf der Landseite. Dann sehen wir den Atlantik halt erstmal nicht. Aber ist ja okay. Da hinten ist der Berg, wo wir hätten rüber gemusst. Und jetzt fahren wir halt da lang, wo es flach ist. Ich weiß nicht, was wir als Fahrradfahrer auf so einer Straße sollen, aber bei der Auffahrt war ein großes, rundes, blaues Schild mit einem Fahrrad drauf. Also ist das der offizielle Fahrradweg. Fühlen Sie sich wohl hier? Nein. Ich fühle mich auch nicht wohl hier. Guck mal, wie viele Autos da kommen. Und die dürfen hier 70 fahren, da hinten dürfen die 80 fahren. Naja, zum Glück haben wir hier einen einigermaßen breiten Seitenstreifen. Aber es ist trotzdem ein ungutes Gefühl hier. Bitte sehr. So, wir sind hier noch in Leso. Das ist ein Vorort von Donostia San Sebastian. Der Fahrradweg ist hier mitten auf der Straße. Also dafür hat die eine Fahrbahnseite nur eine Spur und die andere haben 2. Ja. Wir sind hier in der Altstadt von San Sebastian. Wir haben eben gerade vegane Empanadas gegessen. Die waren richtig lecker. Und so sehen die aus. Die waren ungefähr ja, so 10 cm lang und hatten eine Füllung. Guckt euch mal an, was der Typ hier in den Sand gemalt hat. Und ich glaube, das ist sein Instagram-Name. Wir sind hier gerade aus der Großstadt raus, also die ist 100 Meter hinter uns und irgendwie sind wir jetzt voll in einem Urwald. Jetzt geht's nach Westen, nicht mehr richtig nach Süden, sondern erstmal nach Westen. In ungefähr einem Monat wollen wir ja schon in Portugal sein und naja, aktuell sind da noch einige Waldbrände am Laufen, was natürlich nicht so cool ist. Wir hoffen, dass sich das bis dahin gelegt hat. Ansonsten müssen wir gucken, vielleicht einen Umweg machen, müssen auf jeden Fall aufpassen mit Wildcampen. Die Polizei wird ein bisschen aktiver sein, befürchten wir. Das ist super gefährlich hier.
Das ist echt steil und dann noch feucht. Das ist echt rutschig hier. Gott, so anstrengend. Das ist hier rutschig wieder. Ja, das ist überall rutschig hier. Was anstrengender? Champagner-Ardennes-Region oder hier? Weiß ich auch nicht. Oder vielleicht doch Ostbelgien? Auf jeden Fall ist das anspruchsvoll hier mit dem rutschigen Boden und dem Berg. Ja. Ich glaube, wir sind bald doch so hoch wie der andere Berg. Ach du Scheiße. Das ist so anstrengend. Ihr glaubt das nicht. Das sieht so ebenerdig fast aus auf der Kamera, aber in echt ist das... Schaut euch das an. Das geht so steil bergauf. Was für eine Scheiße! Wir haben es jetzt 3:45 und es sind noch 15 Kilometer bis zum geplanten Campingplatz. Eigentlich im Flachland nicht so viel, schnell machbar, aber bei diesen Bergen... Und wir sind erst am Fuße des Berges, so wie das auf Komoot aussieht. Wow, schöner Ausblick von hier oben. Haben wir unsere Reiseflughöhe erreicht? Ja, so gut wie. Da hinten geht es nur noch ganz, ganz leicht hoch. Spitze ist erreicht, jetzt geht's nur noch bergab. Okay, irgendwie habe ich mich vertan. Da geht's wieder hoch. Oh Mann, oh. Naja, hier ist ein Bach. Irgendwie habe ich Bock auf eine Dusche. Da vorne ist ein Wasserfall. Und hier ist so eine Kuhle. Da könnte man sich eigentlich reinsetzen, aber das ist arschkalt, das Wasser. Buenos dias! Hola! Jetzt geht's weiter zu dem Campingplatz, den wir eigentlich für gestern geplant hatten. Naja, jetzt sind's noch, was waren das, 14 Kilometer oder so maximal. Und dann sind wir da und dann entspannen wir erstmal, kommen wir ein bisschen runter. Voll nebelig hier. Wir sind mittendrin. Was ist das? Wer hat sich das denn ausgedacht? Stell dir einfach vor, das wäre ein Baumstamm. Wir haben hier jetzt so ein Plätzchen gefunden, was ziemlich sonnig ist, und hier werden wir uns unsere Sachen zum Trocknen hinlegen. Und jetzt geht's weiter durch die Stadt. So, Ann-Kathrin, wo sind wir jetzt? Auf einem Campingplatz in der Nähe vom Meer in Orion. Richtig. Und wie lange bleiben wir hier? 2 Nächte. Was haben wir bezahlt? Wir haben 35 € und 70 Cent bezahlt. Das ist günstig, oder? Ja. Wir haben jetzt unseren Campingplatzaufenthalt ein bisschen verlängert, und zwar von 2 Nächte auf 3 Nächte, damit wir noch ein bisschen weiterarbeiten können und wir auch noch diese schönen Landschaften genießen können. Wir sind jetzt auf einem kleinen Strandausflug und wollten eigentlich den Sonnenuntergang uns ansehen, aber siehst du den irgendwo? Nee, aber es kann sein, dass der Berg direkt davor ist. Dieser Berg? Wir haben ausgecheckt auf dem Campingplatz und es geht jetzt weiter nach Bilbao. Ja, da kommen wir heute aber sicherlich nicht an. So, nochmal den letzten Blick auf Ohrio.
Ja, da ist diese Schnellstraße, die hat man immer im Hintergrund ein bisschen gehört. Und ich glaube, da irgendwo war der Campingplatz dahinter. Nähe der Felswand. So, der erste Hügel ist überwunden. Ich mag mir gar nicht die Statistiken auf Komoot ansehen. Ich lasse mich überraschen. So, sind Sie jetzt aufgewärmt für heute? Auf jeden Fall. Schade, dass es hier keinen Fahrradweg gibt, aber trotzdem irgendwie schön. Gitaria! Wir sind dem Atlantik so nah. Das ist so schön hier. Die halten echt brav Abstand hier. Yay, hier ist die Luft wieder umsonst. Bisschen komische Straßenführung hier. Wenn man da links rein will, muss man hier erstmal rechts ranfahren und warten, bis die ganzen Autos vorbei sind und dann kann man links abbiegen. Dieser Gegenwind macht einen echt fertig. Da geht's aber echt steil bergauf. Lassau, ein alter Bahnhof, beziehungsweise ein Museum habe ich gelesen. Naja, alles verriegelt. Na gut, da unten soll jetzt der Fahrradweg weitergehen. Jetzt geht's hier am Fluss entlang. Wir sind jetzt in Azpeitia. Das hier war übrigens auch mal eine Bahntrasse. Sehr gut, dass sowas heutzutage zum Fahrradweg umfunktioniert wurde. Wir wurden hier gerade angesprochen und die meinten, dass es da hinten irgendwie ein kostenloses Hotel gibt. Das ergibt gerade irgendwie keinen Sinn. Warum sollte ein Hotel kostenlos sein? Wahrscheinlich für Pilgerer hier oder so, aber warum kostenlos? Naja, wir werden mal gleich nachschauen, gucken, was das genau ist und ansonsten fahren wir weiter. Das große Schieben geht weiter. Und da hinten, über der Autobahn, auf der Brücke, da waren wir eben. Und dann haben wir hier hochgeschoben. Wir sind jetzt oben auf dem Azkarate angekommen. Der ist 410 Meter hoch. Wichtige Info über Spanien, falls ihr auch mal mit dem Fahrrad hierher kommen wollt. Es herrscht Helmpflicht, aber nicht innerorts, sondern nur außerhalb auf Fernstraßen. Da ist Helmpflicht und innerorts für Kinder bis 16 Jahre. Halten wir uns dran, ne? Ja, finden wir eh gut mit Helm. Ja, und hier den Berg runter, da waren auch öfter mal so Schilder am Rand, die sind jetzt ein bisschen vermoost, aber da ist ein Helm abgebildet, soll an die Helmpflicht erinnern. Wir sind jetzt in Elgoibar, das ging schnell, nur runter. Naja, einmal mussten wir ein bisschen in die Pedale treten noch da oben, aber dann ging es nur noch steil bergab. Das war schön, richtig geile Abfahrt. Ja, jetzt sind wir hier in der Innenstadt. Und
Jetzt geht es erstmal zu einem Supermarkt. Müssen wir noch ein bisschen einkaufen, weil wir gestern einen Pausentag gemacht haben. Aber das werden wir schnell finden. Da vorne ist der Supermarkt. Da vorne? Ah, Eroski City. Unser altes Küchentuch haben wir jetzt weggeschmissen. Das war ein bisschen eklig. Und haben dafür jetzt so Mikrofasertücher gekauft. Lässt sich gut putzen, oder? Ja, mal gucken, ob die länger durchhalten. So, wir sind fertig mit Einkaufen und mit der Stadt. Ja, so groß war die ja nicht. Jetzt geht's weiter nach Aibar und dann ja, weiter Richtung Westen. Da ist das Ortsschild von Aibar. Wow. Hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht heute. Wir haben knapp 15 Kilometer hinter uns erst. Naja, weiter geht's. Da sind wieder 2 Tunnel. Das ist ein bisschen unfair. Die Autofahrer kriegen so viele Tunnel hier und uns Fahrradfahrer schickt man über die Berge. Hallo? Eigentlich müssten die Autofahrer über die Berge und wir durch die Tunnel. Oder was meinen Sie? Das wäre auf jeden Fall gerechter. Ja, ne? Weil wir ja viel mehr Kraft aufwenden als die Autofahrer. Ja, die verbrauchen einfach nur Sprit. Ja. Oder wollen die, dass die weniger Sprit verbrauchen? Aber spart euch gerne die Kommentare, dass wir zu viel Gepäck dran haben. Und versetzt euch mal in unsere Lage. Wir haben die Wohnung aufgegeben, wir haben alles verkauft. Das ist quasi das, was wir aktuell besitzen. Wir wollten auch nicht Verwandte oder so mit unseren Scheiß zumüllen. Haben wir zum Teil schon, aber wir haben gesagt, schmeißt das weg oder verkauft das. Wir brauchen das nicht mehr. Wir wissen nicht, ob und wann wir nach Deutschland zurückkehren. Und was würdet ihr machen? Würdet ihr auch so viel mitnehmen, wenn ihr auf Hotels verzichtet, auf Hostels, auf Campingplätze, alles Mögliche? Klar, machen wir das auch zwischendurch, aber hauptsächlich schlafen wir in der Natur und dann brauchen wir unser Zelt. Wir brauchen Essen, Kocher, also alles Küchenkrammäßiges. Und wir wollen auch für kalte Temperaturen gerüstet sein. Also brauchen wir eine Thermohose, eine gute Jacke, Regenjacke, Winterjacke. Das muss man alles mitkriegen. Und dann muss man noch ein bisschen Körperhygiene machen, rasieren, Zähne putzen, dies, das. Werkzeug braucht man auch. Dann haben wir schon so wenig mit wie möglich. Wir haben echt geguckt. Also man kann ja theoretisch alles mitnehmen. Es kann ja alles kaputt gehen. Und wir haben echt geguckt, was brauchen wir wirklich? Ersatzschlauch ist wichtig, Inbusschlüssel und sowas. Ja, das Toilettenpapier in Reserve für die anderen Rollen, weil die Rollen, die wir heute Morgen hatten, die sind doch einmal in der Pfütze gelandet, die sind einmal baden gegangen und sind jetzt nicht mehr ganz so dolle. Ja. Ja, und wir brauchen einfach sowas in Reserve, weil wenn wir nicht irgendwie immer auf dem Campingplatz sind, kriegen wir nicht einfach so Toilettenpapier. Wasser ist auch immer wichtig, einmal zum Trinken. Man muss ja eh immer viel trinken, vor allen Dingen, wenn man das Fahrrad den Berg hochschiebt. Aber auch zum Kochen, ne? Ja, und zum Abwaschen. Zum Abwaschen, auch ganz wichtig. Deswegen habe ich selber auch eine Flasche mit, eine 1,5 Liter Flasche nur für Kochen und Abwaschen. Ja. Weil das brauchen wir auch. Ja, da kommt man dann 2-3 Tage mit, ne? Ja. Ja. Was ist das hier für ein dicker, fetter Sack? Ja, da ist mein Schlafsack drin. Warum denn so dick? Kann man den nicht komprimieren? Natürlich, man kann den komprimieren, aber je mehr wir den komprimieren, desto mehr geht diese Isolierung irgendwann schneller heraus. Weil je doller man das zusammenbatscht, desto schneller geht das eben kaputt. Was haben wir hier? Ja, da ist Essen drin. Ach stimmt, Essen. Und das ist Essen, das drin. ist Essen. Aber das reicht dann auch für 2 Tage, oder? Das reicht für 2 bis 3 Tage, das Essen. Und so Ja. gucken wir aktuell auch, dass wir für 2 bis 3 Tage einkaufen gehen, dass wir nicht jedes Mal immer wieder einkaufen gehen müssen. Und gerade wenn wir jetzt hier auf so einem Berg sind oder so, wir wissen auch gar nicht, ob wir am nächsten Tag ins nächste Dorf schaffen. Ja. Und dann ist es auch besser, wenn wir ein bisschen mehr mit haben. Achso, warum wir noch viel mit haben, ist Folgendes. Die Kamera und die Kamera und das Gerät und mein Smartphone. Weil
die brauchen auch Strom und dafür haben wir ja Powerbanks mit. Ja, so 2, 3 pro Person, ne? Also insgesamt 6. Damit wir auch ein paar Tage kommen. Also wenn die Sonneneinstrahlung gut ist, so wie bei uns in der Normandie war, dann kommen wir locker 2 Wochen damit aus, mit unserer Solaranlage die Powerbanks zu laden und mit den Powerbanks die Kameras und die Smartphones. Ja. Wow. Und beim Essen haben wir auch ein bisschen mehr mit. Wir haben jetzt nicht das mit, was man irgendwie nur Instant-Nudeln oder so, sondern wir kochen schon relativ frisch. Ja, Nudeln mit Tomatensauce, Reis, mit Gemüse machen wir oft. Oh, wir sind jetzt oben auf der Alm. Schaut euch dieses Lichtspiel an. Wow. Und die Berge da hinten, die sind doppelt oder dreifach so hoch wie hier. Ach so, falls ihr wissen wollt, was genau wir alles mit dabei haben, dann schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. Da haben wir eine extra Unterseite für die Ausrüstung. Da steht komplett alles, was wir gerade dabei haben. Das ist morgens so schön hier, wenn der Nebel aus den Bäumen rauskommt und dann noch die Sonne dazu. Das ist perfekt. Ich glaube, in Spanien geht uns nie das Wasser leer. Wir sind jetzt hier in einem Park und wir haben uns wieder küchentechnisch eingerichtet, ne? Was gibt's denn heute? Brokkoli, ne? Ja, mit veganen Hackbällchen und einer Cousine und Reis. Das klingt doch lecker. Straßenverkehr ist echt gefährlich. Wir sind gerade Zeuge von einem Verkehrsunfall geworden vor unserer Nase. Wir haben da eben an der Bushaltestelle gewartet, bis der Regen aufhört. Und auf einmal kracht das. Ein Auto mit 4 jungen Männern ist hier gegen diese, ja, wie nennt man das? Gegen diese Betonmauer da gefahren. Rums. Und dann haben sie die Seite gewechselt, also nicht zu uns rüber zum Glück, sondern sind dann rechts rüber gegen eine Mülltonne. Und dann haben sie das Auto irgendwie zwischen Mülltonne und gegen dieses Tor von dem privaten Grundstück gelenkt. Ja, das ist wahrscheinlich Totalschaden jetzt. Ich bin dann rübergerannt, Ann-Kathrin hat den Notruf gewählt. Es war ein bisschen kompliziert für sie, weil die von der Leitstelle nicht gut Englisch konnte und die hat dann auch teilweise Spanisch geredet und so. Zum Glück versteht Ann-Kathrin ein bisschen Spanisch, aber es war trotzdem schwierig zu erklären, wo wir gerade sind. Zum Glück haben andere, die dann noch angehalten haben, wahrscheinlich ebenfalls den Notruf gewählt. Also wir konnten uns gar nicht verständigen da. Deshalb habe ich einfach nur geguckt, ob alle raus sind, ob es allen gut geht. Einen ging es ein bisschen schlecht, der hatte was am Hals. Aber da konnte man jetzt auch nicht viel machen, außer halt auf den Rettungswagen zu warten. Und dann habe ich noch geguckt, ob da irgendwie ein Feuer entsteht oder so. Kann ja immer mal sein. Die haben wahrscheinlich einfach nicht aufgepasst, ne? Und zack, passiert sowas. Also ich habe auf jeden Fall zuerst ein ganz lautes Knall gehört auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Und ich habe mich echt komplett gewundert und auf einmal habe ich gesehen, wie dieses Auto einfach nur hinter diesen Glascontainer da irgendwie reinrast. Und Nico ist direkt schnell rübergesprungen und hat versucht zu verhelfen. Ich habe dann sofort irgendwie die Notrufnummer angerufen, habe dann versucht irgendwie eine Mischung aus Spanisch und Englisch mit denen zu kommunizieren, hat so semi gut funktioniert. Naja, Gott sei Dank kam dann irgendwann relativ schnell der Krankenwagen und so. Ja. Aber die ganzen anderen Leute, die da ankamen, fand ich jedenfalls relativ daneben, dass die einfach nur Fotos gemacht haben oder Videos oder so, statt irgendwie richtig zu helfen. Also es kamen noch 1, 2 andere, die geholfen haben, aber die meisten haben eher geguckt. Trotzdem, Schockmoment. Wir sind hier offensichtlich an einer Fabrik von Bridgestone. Und das stinkt so nach Gummi hier, ey. Boah. Wir sind immer noch auf der Schlafplatzsuche. Es ist jetzt
drauf. Erst 5:45, aber wir haben keinen Bock mehr. Wir würden echt gerne ins Zelt, also das mit dem Unfall und mit den ganzen Höhenmetern und alles, das müssen wir jetzt auch erstmal verarbeiten, ganz ehrlich. Ja, Problem ist jetzt nur, wir sind hier irgendwo in der Stadt, in einem Vorort von Bilbao schon. Und wir finden hier nichts Grünes. Die Schlafplatzsuche ist heute echt nicht einfach. Ja, wir haben geguckt und wenn man sich auf Google Maps was aussucht, dann kommen wieder die Berge, ne? Ja. Also wir waren eben an der Stelle, wo wir nicht weiter konnten. Es sah so gut aus auf Google Maps, aber nee, da kommt man nicht hin. Und jetzt haben wir hier so ein Lost Place und ich glaube, wir stellen unser Zelt irgendwie nachher dahin. Hauptsache unser Zelt steht und Hauptsache wir können schlafen und uns ausruhen. So, Zelt steht. Wir sind echt froh, was gefunden zu haben. Wir hoffen jetzt, dass auch niemand mehr herkommt. Also es ist jetzt Samstagabend. Wenn wir Pech haben, kommen hier noch Jugendliche oder so vorbei. Eigentlich ist hier nicht viel los. Wir haben hier nur vorhin jemanden gesehen, der hier lang spaziert ist. Ansonsten ist es recht ruhig hier. Man hört allerdings die Schnellstraße wieder im Hintergrund, aber naja, ist halt so. Buenas noches. Buenas noches.